Ho, 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 ihr kleinen Weihnachtswichtel und damit herzlich willkommen zu Frosty Nights. Einem kleinen Weihnachtshorrorspiel, das wohl ähnlich wie Five Nights at Freddy's funktionieren soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur nach einem nach einem Spiel gesucht, was wir vielleicht an Weihnachten spielen könnten, und da habe ich das hier gefunden und ich dachte mir, warum nicht? Sah ganz interessant aus. Und deswegen fangen wir mal direkt an. Wir starten mal ein neues Spiel. Wir sind ein Junge, glaube ich. Ich schätze. Pick up, interact. Ich kann. Ah, okay. Was bist du? Hallo? Was ist das? Ah, okay. Bauen wir uns einen kleinen Schneemann-Freund. Wenn wir noch woanders hinstehen können, können wir nicht tragen. Nö. Easy peasy. So, fehlt noch was? Ah, die Arme fehlen noch. Guck mal hier, Schneemann, willst du Arme? Fangen! Okay. Ich dachte, der wäre jetzt weg und wir hätten verkackt. Das wäre schon blöd gewesen. Okay, warte, wir versuchen sie im Rand zu werfen. Hopp. Okay, so nicht, ein bisschen fester. Hopp. Und hopp. Easy. First try. Ich denke mal, von den Vorschaubildern würde ich sagen, unser Schneemann wird leider lebendig und würden uns versuchen umzubringen. Ach komm, den jetzt zu fangen können. Hopp. Hopp. Easy. Fehlt noch irgendwas? Ah, ne. Clockwork Wolf. Frosty Nights. Achso, okay, ich dachte gerade schon, warum ist ein Auge in der Luft, aber okay. Alter, wo wohnen wir denn? Das ist wie Polarlicht da, das ist echt geil. Mashallah. Herr Eule, Sie haben Ihren Flügel im Baum stecken. Genau in diesem Baum. Ja, wird unser Schneemann lebendig oder was passiert? Irgendwie passiert nichts. Auch okay. Story time. I hide my story tapes around my room to stop my mom finding them. I'm not sleepy yet. I might find them and play them in my tape player. I won't have time to listen to them again. I have 5 tapes. Okay. Haben wir eine Taschenlampe irgendwo? Don't stay up too late, okay? You've got your first day at school tomorrow. And no listening to those horror stories anymore. You know they give you nightmares. Aber Sweet Mama, dreams. Wir haben Love you. Pandemie, Quarantäne und Weihnachtsferien. Warum muss ich morgen zur Schule? Morgen ist Weihnachten. Hallo? Hallo? Oh Mann. Kriegen wir irgendwie Licht? Ah, warte mal. Ah. Ha. Da haben wir das erste Tape. Das ist natürlich sehr gut versteckt. Frosty Nights, Chapter 1.
We will start from the very beginning, when Santa was still scouring the world for the perfect place to build his workshop. He found none better than the North Pole, where magic seeped readily from the earth. Santa quickly realized to make enough toys for every child in the world would take him far too long. So Santa placed his hands into the snow and called to Mother Nature herself for help. Mother Nature was gentle as she was wild. She saw the kindness in Santa's heart and agreed to help by melding Santa's magic and Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow, yet unmoving and lifeless just as the snowman we know today. Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. You see, everything that is alive requires a small part of life to begin with. The acorn for the oak tree, the egg for the red robin, and the love of a mother and father for humanity. The carrot twitched, and ever so slowly eyes within the sphere of snow began to appear, and opened for the first time. Taking a step back, he looked again, and smiled. The snowman smiled back. As Santa the father, and Mother Nature as the mother, the snowmen were all too happy to help Santa build his workshop, and all the toys for every child in the world. Okay. Also ich habe gerade, während die Story lief, bin ich, wie ihr gesehen habt, hier rumgelaufen und habe einfach irgendwelche Sachen zusammen dahingelegt, die ich aufheben konnte. Und irgendwie ist daraus was entstanden. Das war gar nicht mein Plan. Ich wusste gar nicht, dass das geht. So, 5 Tapes brauchen wir, oder? Alter, habe ich Kraft im Fuß. Oh, warte mal, was ist denn jetzt? Before each night I should search for useful things. And put them where they will help. Best defending defensive position. Voilà. Okay. Müssen wir jetzt noch die anderen Tapes finden, oder? Irgendwie kann ich mit nichts mehr interagieren. Hello. Moin. Hallo. Hä? What the fuck? Wo könnte dann noch ein Tape sein? Oder müssen wir die Tapes überhaupt... Oder habe ich das jetzt vielleicht übersprungen, weil ich dieses komische Föhn-Ding hier schon gebaut habe? Das wäre natürlich blöd. Oh, so viel zu dem Thema. So. Chapter 2. There were children who were not happy with Santa's toys alone, and demanded more and more. Each year, more and more trees were getting cut down. Toy factories could not keep up with the demand, and forests were not being replanted and regrown as Santa did with his magic. Mother Nature watched as the birds, squirrels, deer, bears, and countless more of her children were left homeless and died. She became more and more furious. Santa understood Mother Nature's anger and tried to make amends by creating the naughty list. Any child who was undeserving would not receive Santa's toys, and the spare magic from making those toys would be given to the forests of the planet to help grow and recover. Mother Nature was happy for a time, until even this did not offset humanity's greed. Humans, now with great machines, powered from the fossils of her most ancient children, began to pollute the air, water, the earth. Forests vanished before her eyes, and entire species began to die. The pain turned to anger, and the anger to fury. Santa was helpless as Mother Nature's suffering began to warp the minds of the snowmen. One by one, they stopped working on toys, and slowly but surely,
faded into the distance as they left the workshop behind. Santa eventually found the elves high up in the mountains that were glad to be of help to Santa. However, our story is with the snowman and not Santa. Okay. Erstmal eine interessante Weihnachtsgeschichte. Chapter 3. John had just gotten home from school. He quickly grew excited as he spotted the snowman outside his bedroom window. John used his favorite scarf and hat and found the shiniest rocks he could for the buttons. Looking out the window, he smiled at the snowman as his eyes slowly began to close. John awoke with a chill in the air and snow on his bed. He opened his eyes to see the window was wide open. Confused and sleepy, he got up and closed the window. As he looked out, however, he noticed the snowman's hat was missing. It must have blown off in the wind, he thought. Upon getting back into bed, he found the hat on top of his covers. He stopped and thought for a moment. His mom must have taken it off and put it there for him. The next day, John returned again from school, and a second snowman was right next to the first. He couldn't believe it. His dad had built him a second. John decorated the second, and again smiled with pride, as it almost seemed like the snowman smiled back at him. A trick of the imagination. And John thought how cool it would be if snowmen really were alive. Na, ich glaube nicht, dass das so toll wäre. Wenn das toll wäre, würden wir nämlich kein Horrorspiel spielen. Chapter 4. The sound of snow-filled wind blowing through the room, the screech of an open window hinge as it bangs to and fro. John opens his eyes once again, tiredly shuffling out of bed to close his window. John freezes as his hand reaches for the latch. Only one of the two snowmen are outside his window. Why has someone moved it? John hears a dripping sound coming from his closet. He heads over to the closet, and with a gentle pull, begins to open the door. Oh, das war relativ kurz. What the fuck? Warum? Gott. Jetzt habe ich schon von dem Alien erschreckt, weil ich schon 10-mal angeguckt habe. Chapter 5. Nothing. His closet is empty besides a few boxes. The dripping sound continues, though, so he steps inside to try and listen to where it's coming from. As he does so, he hears a loud thud near his still open window. John pokes his head out of the closet, and there in front of the window is the snowman that only a minute ago was standing outside. The snowman is different, lifelike, with sharp, pointed teeth and a hungry grin curling more and more to the sides as it starts to move closer. He slowly backs away further into the closet. He feels something wet on his head. Drip, drop, drip, drop. As John looks up, the missing snowman is on the ceiling, holding itself up with big branched arms. John sees the other snowman now in front of the closet, arms reaching. The closet door begins to close, and complete darkness envelops John. Rough knotted branch fingers wrap around John's head, and a gruesome snap and popping sound echoes
echoes through the room from that dark closet. John is never seen again, which, my child, is where our story begins. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt uns vor Schneemännern verteidigen. Okay. Dafür haben wir wahrscheinlich den Föhn gebaut. Night Mode. Okay. Gott, Alter. Diese Stille ist halt echt... Halt die Schnauze, du machst mir Angst. Ich weiß halt nicht, was für eine Art... Also mittlerweile kann ich mir vorstellen, was für eine Art von Spiel es ist, aber... Bisher konnte ich es mir nicht richtig vorstellen. Also wir sitzen jetzt hier und müssen uns wahrscheinlich mit dem Föhn gegen Schneemännern verteidigen. Simple enough. Ich frage mich nur, dass die Flur wie durchhalten müssen. Ja, wenn wir zur Schule müssen, wahrscheinlich jetzt weg. Ja, Schneemänner, hallo? Also mein Zimmer verhält sich gruselig, aber das hat nichts mit Schneemännern zu tun. Gut, der muss man da oben machen, als Sorgen. Bei den kann man so leicht übersehen. Hallo? Irgendwie passiert nichts. Okay, wir haben jetzt mittlerweile fast 2 Uhr. Hallo? Okay, also die erste Nacht, die scheint noch sehr einfach zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Nächte was schwieriger werden. Oh. Okay, jetzt kommt der Schneemann. Diese ganzen Geräusche, die immer kommen, die sollen mich nicht ablenken. Okay. Das war weniger creepy, als ich erwartet habe. Was war das? Hallo? Irgendwie passiert hier nicht viel, ne? Ich hoffe, die anderen Nächte sind was spannender. Kommt schon, ihr Schneemänner, traut euch doch mal. Habt ihr so viel Angst vor einem kleinen Jungen mit dem Föhn? Ihr Horror-Schneemänner. Rache der Mutter Natur, von wegen. Feiglinge und Weicheier seid ihr, so sieht's aus. Hallo? Oh. Gott. Alter. Ey, du kannst doch nicht die ganze Zeit so ruhig sein, spielen und dann plötzlich sowas machen.
Hallo? Irgendwer da? Lieber Schneemann im Kleiderschrank, sind Sie da? Oh, was wird das so? Es wird dunkler, habe ich das Gefühl. Hallo? Ist jemand da? Sind hier böse Schneemänner, die mich umbringen wollen? Hallo? Scheinbar nicht. Hallo? Kleiner hilfloser Junge auf dem Bett sucht nach Schneemann. Nicht nach dir. So, wieder noch krabbeln, wenn etwas tot ist. Das ist ja widerlich. Ich denke, wir müssen entweder bis... Ich glaube bis 6 Uhr. Ich dachte gerade bis 6 oder 8 müssen wir wahrscheinlich durchhalten, aber ich glaube eher bis 6 Uhr. Haben wir es ja gleich geschafft. Hallo! Irgendwelche Killer Schneemänner da? Wie aussieht, ja. Oh Gott, die krabbeln immer noch unter das Bett, Alter. Unter dem Bett steht gleich der neue Super Schneemann, ich sag's euch. Oh, es wird hell. Easy peasy. Ja, hallo, halt. Jetzt komm, hör auf. Hör auf! Shut up! Oh Gott. So sehen die Viecher also vom Nahen aus. Bäh. Ey, wenn meine Kinder sowas bauen würden im Garten, ich würde mir Sorgen machen. Allen sind die langsam AF, Alter. Also ey, vor den Viechern brauchst du keine Angst haben. Die von der Fenster heißt das Ding, bis die am Bett sind, das dauert eine halbe Ewigkeit. So Leute, ach warte mal, hier haben wir was Neues. I should look for things that make noises and try to put them in places that will alert me to where the snowman is coming from. Squeak. I'll need to find to get back into the bed. Ring ding ding, ping ping ding ding ding. Okay. Ja, aber das sehen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich denke, ich werde... Warum ist mein... Der hat meinen tollen Föhn auseinandergebaut. Ach, wahrscheinlich meine Mutter. Was soll er denn, Mutter? Oh, das ist der Teddy. Zumindest das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das reicht für eine Folge. Die Aufnahme geht schon eine halbe Stunde, auch wenn ich es ein bisschen zusammengeschnitten habe. Das heißt, für euch ist es nicht ganz so lang. Aber okay, ich bin mal gespannt auf die nächsten Nächte. Wir werden jetzt wahrscheinlich ab dem heutigen Tag jeden Tag eine Folge Frosty Nights hier finden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Du willst eine Rolex, aber Zeit, sie gibt dir nicht. Mit einer Rolex hätte ich aber wenigstens auf die Uhr gucken können und dann wäre ich nicht zu spät zu... Rolex, Glitzer, Glitzer, mein Padawan, Alter, sie ist der Endboss. Sie ist am T-Posen im Klapp, Bruder. Ich sag's euch, Leute. Das wird der Endboss.